Um dieses Bild geht es heute. Das ist noch ein bisschen nass, aber ich habe es trotzdem schon ganz schnell in den Kofferraum geschmissen und nach Hause genommen, weil ich so gespannt war, ob der Farbton stimmt, den ich angemischt habe. Und ja, das Bild habe ich für mich gemacht. Das kommt noch an eine andere Wand, die muss aber noch gestrichen werden. Ja, das Bild war zwischendurch schon fertig, dann gefiel es mir aber doch nicht mehr, als ich heute nochmal hingefahren bin und habe das noch etwas abgeändert. Um dieses Bild geht es heute. Ja, ich komme jetzt hierher, ich habe das gestern gemalt, gestern im Dunkeln noch fertiggestellt, so dachte ich zumindest, aber heute fahre ich hierher und irgendwie fehlt da noch was, das gefällt mir noch nicht ganz so gut und ja, so ist das oft, glaube ich, es geht vielen so, dass man den Punkt ja selber entscheiden muss, wann gefällt mir das Bild, wann höre ich auf, wann arbeite ich nochmal nach und ja, so das Bauchgefühl entscheiden lassen, was nun richtig oder falsch, das gibt es eh nicht in der Malerei. Dann komm einfach mal mit an meinen Arbeitsplatz. Ja, der Anfang ist ja immer ganz aufregend und das Spannendste im Prinzip. Deshalb fangen wir hier auch wieder ganz einfach an. Mach dir also erstmal keinen Kopf, trag die Farbe auf. Ich lasse sie einfach raufklecksen. Ein dunkles Schwarz, hier ein helleres Grau. Also das Schwarz nur ein bisschen mit Weiß abgemischt und dann verziehst du hier einfach die Farbe und musst erstmal auf gar nichts weiter achten. Mach dich mit den Werkzeugen vertraut und danach lässt du es trocknen und trägst die nächste Farbe auf. So, du siehst, ich habe hier relativ viel frei gelassen und das Schwarz ist jetzt, trocknet jetzt gerade. Ich habe den Rand gerade schon mitgemacht und nehme jetzt ein noch helleres Grau dazu und ziehe das einfach wieder rein in die andere Farbe. Und auch wenn sich die andere Farbe löst, das ist überhaupt kein Problem. Es sollen einfach nur Grautöne auf die Leinwand drauf und da brauchst du auf nichts weiter zu achten. Du kennst das Werkzeug schon aus vielen Videos und du weißt, dass du mit dem Werkzeug auch Muster reinziehen kannst. Also ja, experimentiere hier. Nimm die Farbe wieder weg, schieb sie rüber, lass Muster entstehen. Umso ja, interessanter sieht nachher das abstrakte Gemälde aus. Ich habe jetzt ein Rosa angemischt und ja, guck mal, was passiert. Also lass die Farbe wieder raufklecksen und verstreiche sie. Wow, das sieht schon cool aus. Das Grau ist jetzt aber trocken im Untergrund. Also es entstehen jetzt keine Mischtöne, hoffentlich. Ich bin ein bisschen vorsichtig, denn wenn man so zügig übereinander malt, dann ist es nicht immer ganz so trocken. Ja, das Bild soll, das mache ich für mich selber, das soll bei mir in einen Raum passen, wo ein Farbton vorgegeben ist. Jetzt habe ich mir kein Muster mitgenommen und mische die Farbe aus dem Kopf. Das ist nicht so einfach. Ich kann jetzt auch vollkommen daneben liegen. Auch weil die Farben ja immer oft dunkler abtrocknen, als ich sie anmische. Also mal gucken.
Ob jetzt Tortenheber oder Fensterwischer oder Spachtel, du kannst da gucken, was dir selber persönlich am besten gefällt, mit welchem Werkzeug du am liebsten die Farbe verarbeitest. Ich lasse immer die Muster wirken und probiere das Werkzeug aus, die eben dabei entstehen, wenn ich die Farbe wegnehme. Dann wird die Farbe ein bisschen transparenter und mal deckender. Je nachdem, wie du dieses Werkzeug auch hältst mit der Kante, kannst du wunderbar Linien reinziehen oder die Farbe eben präzise dort abziehen, wo sie nicht sein soll, oder so glatt wieder verstreichen. Ich möchte den Farbton hier noch ein bisschen kräftiger haben und mische jetzt direkt auf der nassen Farbe, und so entstehen eben noch andere Farbtöne. Es macht natürlich auch total viel Spaß. Die Farbe trocknet nicht so schnell, weil sie eben dicker ist, und ich kann hier tolle Muster reinziehen. Aber es ist auch immer ein ja, Moment, wo ich mich schnell drin verliere und unendlich lange damit arbeiten kann, obwohl ich es jetzt ja gerade gar nicht will. Ich will das gar nicht so, solche Muster haben. Ja, bis hierhin hatte ich das Bild gemalt. Jetzt arbeite ich noch ein bisschen nach. Ich will noch ein paar Strukturen rein haben, ein bisschen Linie fehlt mir noch, ein paar Unterbrechungen, und dann weiß ich, wird es auch fertig sein.
So ist das Bild jetzt fertig für mich. Ich lasse es so. Ich nehme es gleich mit nach Hause. Ich freue mich schon, bin schon ganz gespannt, ob der Farbton stimmt. Mittlerweile sind schon ganz viele Bilder in dem Kanal mit ganz einfachen Werkzeugen gefertigt. Guck einfach, was dich anspricht und probier Teile daraus nachzumachen und experimentiere einfach weiter und hab einfach den Mut, auch dein Bild wieder zu verändern. Ja, und was wir im Kurs immer sagen, weißen kannst du es immer noch. Vielen Dank für dein Like und ja, wenn du noch kein Abo hast, abonniere den Kanal. Und ja, ich freue mich natürlich total auf deinen Kommentar. Dankeschön und hab einen schönen Sonntag. Tschüss.